Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video finden wir raus, welches der richtige Ducato für euch ist. Wir werden ständig gefragt, 5,40 Meter oder 6 Meter. Wo sind eigentlich die Unterschiede? Spüre ich das wirklich? Brauche ich das? Ja oder nein? Ist es größer, länger, höher, breiter? Genau das schauen wir uns heute an. Wir haben einen Westfalia Amundsen 600 und einen Westfalia Amundsen 540, also zwei Fahrzeuge, bei denen wir wirklich 1:1 vergleichen können, was das Richtige ist. Und ich zeige euch heute, wo die 60 cm verschwinden, was der besser kann und was dem im Verhältnis fehlt. Viel Spaß dabei mit diesem Video vom Westfalia Amundsen 540 und Westfalia Amundsen 600D. Bevor wir hier loslegen mit dem genauen Vergleich, falls ihr wirklich auf der Suche seid nach einem Reisemobil und euch ordentlich informieren wollt, was das Richtige für euch sein könnte, abonniert unbedingt unseren Kanal, weil wir immer mal wieder Videos machen, wo wir auch grundlegende Dinge erklären, damit ihr wirklich rausfindet, was für euch das Richtige ist. Also einfach hier unter dem Video Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr in Zukunft auch Infos und erfahrt immer, ist das neue Video von Togo, was übrigens, so ist der Plan, jeden Samstag um 16 Uhr erscheinen sollte, für euch was Interessantes ist oder eben auch nicht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns begleitet bei den nächsten Videos. Heute geht es aber zum einen eben um die beiden Westfalia-Modelle. Den Amundsen 600D findet ihr auf unserem Kanal schon sehr ausführlich vorgestellt. Da verlinken wir euch jetzt hier oben in der Ecke mal das Video. Wer da alle Maße und die Details wissen will, kann sich das einfach genau anschauen. Den Amundsen 540 als Modell 22 haben wir noch nicht. Deswegen schauen wir uns den heute noch ein bisschen detaillierter mit an. Aber das Kernding, womit wir uns heute auseinandersetzen wollen, ist wirklich zu schauen, 60 cm. Erstmal sind das ja nur zwei DIN A4 Blätter hintereinander. Wo verschwinden die in dem Auto? Wie sehr spürt man das und für wen ist das wirklich das Richtige? Braucht ihr eher den größeren Wagen, weil ihr vielleicht etwas kräftiger gebaut seid? Oder seid ihr auch so schlanke Rehlein, zarte Rehlein, die in so einem kurzen, kleinen Auto gut klarkommen? Und deswegen setzen wir mich mal als Referenzvariante rein und gucken, wo sich die 60 cm aufteilen. Von außen, das Schöne ist, wir haben hier zwei Autos, die wirklich sehr vergleichbar sind. Beide sind weiß, beide sind ähnlich ausgestattet, dass man gut schauen kann. Es gibt ja den Ducato grundsätzlich in 4 verschiedenen Längen. Ein 499er, der wird leider jetzt im kommenden Sommer eingestellt, also den gibt es weiterhin nicht mehr. Damit verschwindet auch zum Beispiel der Peugeot Vario 499 aus dem Programm. Schaut euch den hier oben in der Ecke nochmal in dem Video an. Wenn ihr so einen haben wollt, das sind die letzten, die ihr jetzt noch haben könnt, den wird es nicht mehr geben. Dann gibt es, ne Quatsch, da ist er. Dann gibt es die Länge 5,40 Meter oder 5,41 Meter, 5,99 so wie der hier. Und was wir jetzt nicht hier stehen haben, ist der 636er, also der ganz große. Zusätzlich zu diesen Längen gibt es natürlich auch noch verschiedene Höhen. H1, der ganz flache, spielt für uns keine Rolle. Der hört ungefähr hier auf, der findet in der Wohnmobilwelt im Prinzip kaum statt. Das, was wir mit Abstand am meisten ausbauen und so wie beide Fahrzeuge hier auch stehen, ist die H2-Variante mit je nach Dachhaube ungefähr 2,60 Meter, 2,65 Meter Höhe. Und es gibt noch einen H3, das ist dieser Jumbo-Kasten, der ganz hohe. Der ist aber vor allem bei den 636ern immer mal wieder dabei, aber auch nur in einigen wenigen. Da gibt es zum Beispiel einen Lastrada Avanti EB oder bei Pössl einen Road Cruiser Revolution oder Road Cruiser XL. Ja, zwischen den beiden Fahrzeugen ist es so, wo kommt die Länge her? Wir haben hier bei dem Wagen einen Radstand von 4,35 Meter, also, oder 4035 mm. Das heißt, wir haben hier einen etwas längeren Radstand. Bei dem Amundsen 540 hier drüben haben wir 3,45 Meter Radstand. Das heißt, die 60 cm oder 585 mm, die das rechnerisch genau sind zwischen denen, verschwinden 1:1 im Radstand. Was macht das mit dem Fahrverhalten? Es verändert natürlich vor allem
den Wendekreis des Wagens. Das habe ich extra rausgesucht. Da muss ich jetzt mal auf meinen Zettel schauen, damit ich keinen Quatsch erzähle, weil so ganz konkret messen können wir das hier nicht. Der Wendekreis für den 540er ist angegeben mit 12,8 Metern. Und der Wendekreis für den langen Radstand, da gibt es unterschiedliche Angaben, 13,9 bis 14,4 Meter. Also ungefähr 1 Meter mehr Wendekreis. Das ist nicht entscheidend, aber man spürt es natürlich. Und ich glaube, was man ganz subjektiv meine persönliche Meinung sagen kann, wenn euch am Ende 2 Autos gleich gut gefallen, dann fahrt ihr mit dem kürzeren immer besser. Und die Weisheit des Tages: Was bringt euch aber ein kurzes Auto, wenn das Bett zu eng ist oder die Sitzgruppe zu klein ist? Also lasst euch nicht krampfhaft von der Länge leiten. Wenn es in dem kurzen nicht passt, ist egal, ob ihr lieber einen kurzen hättet oder nicht. Wichtiger ist, dass ihr euch am Urlaubsort wohlfühlt und dass der Urlaub schön ist. Wenn es keinen Spaß macht, dann nehmen wir so einen kurzen Wagen sowieso in 1 oder 2 Jahren in Zahlung und verkaufen euch einen längeren. Und eigentlich ist unsere Zielsetzung ja, euch Autos zu geben, mit denen ihr lange Jahre Freude habt. Ansonsten sind die Maße von außen bei beiden Fahrzeugen im Prinzip komplett gleich. Wir haben hier hinten den Überhang, der ist absolut identisch zwischen beiden Fahrzeugen. Wir haben die Spitze vorne, die ist gleich, wir haben die Breite, die ist gleich. Das ist alles bei beiden Fahrzeugen 1:1 das Gleiche, sodass es wirklich ausschließlich im Radstand sich unterscheidet. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal in die Autos rein. Das ist nämlich bitterkalt heute. Und wir fangen mal an und schauen uns die Sitzgruppe vom Amundsen 540 genau an. Herzlich willkommen im Westfalia Amundsen 540 aus dem Modelljahr 2022. Grundsätzlich hat sich im Aufbau des Amundsen gar nicht so viel geändert. Das heißt, wir haben genau wie im Modelljahr 21 das gleiche schicke Holz mit den weißen Fronten. Das schauen wir uns gleich, wenn wir stehen, nochmal genauer an. Heute geht es ja vor allem um die Maße. Was man wunderbar als Referenzmaß immer wieder aufführen kann, ist ja unser ich nenne das mal Nasszellen B-Säulenmaß. Das heißt wirklich der Abstand von dieser Wand nach hier vorne. Und das ist einer der Punkte, und ich glaube, das ist tatsächlich auch mehr oder weniger der entscheidende Punkt, an dem man sich entscheiden kann, ist das für mich die richtige Größe oder nicht. Wir haben hier beim Amundsen 540 1,1 Meter von der Nasszellenwand bis zur B-Säule und auf Tischhöhe von der Lehne bis zur B-Säule 85 cm. Da bin ich sehr gespannt, was bei dem anderen Wagen rauskommt. Ein zweiter Punkt, an dem man einen deutlichen Unterschied immer merkt, ist die Breite der Tische. Wir haben hier bei dem Amundsen jetzt einen Tisch mit 40 cm und 92 Meter Tiefe. Und während die Kollegen jetzt kurz den Wagen in die Garage fahren, damit es weitergeht, machen wir eine kurze Pause. Der Punkt, an dem man wirklich spürt, wie viel enger es in so einem 5,40 Meter Auto zugeht, ist, wenn ihr einen Blick unter den Tisch werft. Ich bin jetzt natürlich auch verhältnismäßig groß, ich habe verhältnismäßig lange Beine, aber schaut mal, wo meine Schuhe stehen. Ich bin mit dem Fahrersitz im hinteren Anschlag. Ich sitze super komfortabel, aber ich glaube nicht, dass mir jemand exakt gegenüber sitzen kann. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo natürlich bei dem anderen wahrscheinlich bei dem anderen Wagen gleich etwas mehr Raum reinkommt. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, an dem man sagen kann, ist 5,40 Meter wirklich was für 4 Personen sich eignet? Weiß ich nicht genau. Bei Westfalia vielleicht noch am ehesten, weil wir eine Sitzbank haben, die verhältnismäßig komfortabel ist, die so ein bisschen ausgeformte Sitze hat, sogar schon im Amundsen. Hier im Columbus haben wir noch mal ein bisschen komfortablere Sitzbänke, aber insgesamt ist es hier vorne etwas gedrungener. Meist ist es aber ja so, dass ihr zu zweit unterwegs seid und man sich dann wunderbar sortieren kann, dass einer links, einer rechts sitzt und man sich mit den Beinen überhaupt nicht in die Quere kommt. Und wenn man dann einmal im Jahr zu viert hier drin sitzt, weil man irgendwo nette Leute auf dem Stellplatz kennengelernt hat, mit denen man abends mal eine Runde Karten spielen will oder einfach nur ein Glas Wein oder ein Glas Wasser trinken will, dann ist das ja auch in Ordnung. Was mich interessieren würde, das wollen wir auch gleich mal drüben messen. Was haben wir hier beim Fenster? Ups, schwer zu messen. 68 cm zwischen den Rahmen, weil ich glaube, auch das ist ein kleinen Tick kleiner. So, wir springen jetzt mal rüber in den Amundsen 600D und schauen uns an, wie die Sitzgruppe dort drüben aussieht. Und so fühlt sich das hier drüben an. Insgesamt ist es ein bisschen größer. Eine Sache von eben muss ich tatsächlich direkt revidieren. Die Tischgröße erscheint mir gleich. Damit fangen wir mal an.
Eben hatten wir, wenn ich es recht entsinne, 40 cm. Hier haben wir auch 40 cm. Tiefe 92, auch 92. Also, wir merken, 5,40 Meter und 6 Meter haben zumindest im Bereich des Amundsen die gleiche Tischgröße. Wenn ihr euch für den Columbus interessiert, da ist es tatsächlich so, dass es beim 6 Meter Auto zwei verschiedene Tischgrößen gibt. Damit ihr den besseren Vergleich habt, springe ich jetzt einfach mal rüber auf die andere Seite, weil dann könnt ihr so ein bisschen den Vergleich sehen, wie ich drüben gesessen habe, damit man realistisch sehen kann, wo meine Füße sind. So, mal prüfen. Sitz ist im hinteren Anschlag. Also ich habe jetzt den Fiat-Sitz an der gleichen Stelle. Ich versuche mal gleich zu sitzen. Und wir haben jetzt hier halt wirklich echte, was haben wir vor, noch so 20, 25 Zentimeter vor meinem Fußplatz. Das ist auch wirklich das, was wir unten an Mehrraum haben. Und ich sehe ja auch schon, wie viel weiter die Nasszellenwand weg ist. Hier ist es tatsächlich sogar so großzügig. Wir gehen mal wirklich an die Nasszellenwand. Hier haben wir 1 Meter, ja, guck mal, passt doch, was ich unten geschätzt habe. Hier haben wir 1,30 Meter bis zur Nasszellenwand. Das wirkt alles ein bisschen großzügiger. Wenn ihr da reinschaut, ich zeige mal hier mit meinem Maßband drauf, da ist sogar noch ein kleiner Kleiderschrank zwischen der Rücklehne der Bank und der eigentlichen Nasszellenwand. Also insgesamt ist es hier vorne luftiger. Und auf Höhe der Rückenlehne beim Tisch haben wir hier 1 Meter. Also bei dem Wagen drüben ist es tatsächlich so, dass die Nasszellenwand an der Stelle ist, wo hier die Sitzbank anfängt. Braucht man das? Liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, wenn ich mir das so angucke, was wir an Autos ausliefern, das ist eine ziemlich faire 50-50 Chance. Das macht vor allem auch jeder Hersteller unterschiedlich. Bei Westfalia haben wir noch in den Sitzgruppen die größten Abstände. Wir haben einige Fahrzeuge, wo es vorne noch mal eine ganze Ecke enger wird. Aber hier zum Beispiel kann ich mir deutlich vorstellen, dass man auch wirklich zu viert in der Sitzgruppe sitzt und auch gemütlich den ganzen Abend miteinander quatscht und hier eine nette Zeit verbringt. Was wir euch hier noch wunderbar zeigen können, ist, das hier ist ein Tisch mit dieser Schwenkfunktion. Wenn man die noch mitbestellt, dann wird der Tisch noch mal eine ganze Ecke größer. Und gerade in so einem Wagen, wo man vielleicht wirklich mal zu viert drin sitzt, ist es noch mal eine ganze Ecke mehr Raum. Dann kriegt der Tisch hier eine Tiefe von 1,33 und das ist genauso breit wie da, also auch 1,40 Meter. So könnt ihr dann nämlich wirklich auch vom Beifahrersitz gut sitzen. Insgesamt also eine luftige, schöne Angelegenheit und das, was wir ja auch noch mal messen wollten, heute ist ja vor allem wieder ein großer Messtag, damit ihr ganz objektive Vergleiche habt. Wir haben hier 93 cm von Rahmen zu Rahmen, also einfach nochmal ein deutlich größeres Fenster. Ist ja auch klar, geht ja letztendlich auch nicht anders. Ich weiß immer gar nicht, wo, wenn ich hier reingucke, gefühlt ist das Auto schon eine ganze Ecke länger als nach hinten. Und ich denke, wir sollten uns als nächstes mal anschauen, wo die Unterschiede in den Küchenblöcken sind, damit wir so ein bisschen uns jetzt von vorne in Schritten links, rechts, nach hinten durcharbeiten. Wir merken uns schon mal, auf der Fahrerseite haben wir ungefähr 25 bis 30 cm des mehr an Raumes vorne in der Sitzgruppe weggegeben. Bei Westfalia haben wir ja in der Amundsen-Baureihe immer das Konzept des großen Raumes hier. Und da muss man ganz klar sagen, ich glaube, dass ihr in der Praxis den Unterschied zwischen den Küchenblöcken gar nicht so groß spürt. Der wird deutlich kleiner sein drüben, das ist ja auch klar, das muss ja auch so. Aber dadurch, dass hier kein Schrank ist, haben wir in beiden Fahrzeugen, glaube ich, eine adäquate Arbeitsfläche mit dabei. Der gesamte Küchenblock hier ist so 1,39, knapp drüber. Und eine echte Arbeitsplatte hier hinten haben wir 56,5 cm und die ist auch verhältnismäßig tief mit 51 cm. Wir werfen nochmal, bevor wir rübergehen, einen kleinen Blick hier rein. Wir haben einen klassischen Zweiflammenkocher, auch vom Waschbecken, so 34 mal 25. Darunter 3 sehr große Schubladen. Ich mache jetzt nur mal eine exemplarisch auf. Und das, was eben auch ein Riesenunterschied ist, und das gilt eigentlich bei allen 6 Meter Autos zu 5,40 Meter, ist, dass wir einen komplett anderen Kühlschrank haben. In den 6 Meter Autos habt ihr in der Regel einen Kühlschrank, der irgendwo 95, 100 Liter Volumen hat. Und bei den 540ern hängt es tatsächlich ein bisschen von den Herstellern ab. Westfalia sagt zum Beispiel, im kleineren Auto machen wir auch einen deutlich kleineren Kühlschrank. Und wie klein der ist, da springen wir jetzt mal rüber und schauen uns das an. Im Amundsen 540 ist es so,
dass der Kühlschrank einerseits hier vorne platziert ist, was ich ziemlich geschickt finde, aber er ist deutlich kleiner. Hier dürften das so ungefähr 65 Liter sein, die an Größenordnung da sind. Das reicht absolut, vor allem weil man ja immer sagt, wenn es ein kleineres Auto ist, fahren ja wahrscheinlich auch eher weniger Leute mit und man ist insgesamt flexibler unterwegs. Der Vorteil hier ist, dass ihr natürlich perfekt von innen und außen an den Kühlschrank rankommt. Und was ich ganz charmant finde, ist, dass auch die Besteckschublade hier oben von der Seite drin ist und man dementsprechend die auch von innen und außen gut erreichen kann. Da unten haben wir sogar, wir wollen ja heute den Amundsen 45 nochmal ein bisschen detaillierter anschauen, nochmal auch eine große Schublade. Insgesamt von der ganzen Farb- und Formsprache ist die Amundsen-Baureihe was für mich absolute Gemütlichkeit ausstrahlt. Für mich ist das immer so der Inbegriff dieses skandinavischen Designs, ein bisschen reduziert, modern, klar, aber gleichzeitig mit schönen Holzfarben immer noch gemütlich. Der Küchenblock, das sieht man ja schon, wenn ich hier im Verhältnis davor stehe. Er ist insgesamt kürzer und er ist auch konzeptionell bei Westfalia ein bisschen unterschiedlich gelöst. Drüben haben wir ja die große Kombination aus Kocher und Waschbecken. Hier ist das beides getrennt und obwohl das hier das kleinere Auto ist, haben wir tatsächlich das größere Kochfeld mit drin und wahrscheinlich auch das ist glaube ich ein sehr vergleichbares Waschbecken, genau 24 mal 34, also das dürfte nahezu das gleiche sein. Das, was hier aber natürlich auffällt, ist in dem Augenblick, wo ich vielleicht einen Topf auf dem Herd habe, irgendwie Salat im Waschbecken wasche oder einfach vielleicht schmutziges Geschirr vom Frühstück da noch drin stehen habe. Man ist ja im Urlaub nicht immer sofort dabei, alles wieder wegzuräumen. Habe ich nur noch 31 cm Arbeitsfläche hier daneben. Das ist immer noch viel mehr als in den meisten anderen Autos, eben aufgrund des weggelassenen Schrankes hier. Und wenn ich das Waschbecken eben nicht brauche, kann ich das hier abdecken und habe dann 61 cm und das dürfte, wenn ich es recht entsinne, sehr vergleichbar sein mit dem drüben. Beim Amundsen 600D hatten wir ja hier den Schrank daneben. Der fällt hier komplett weg. Das heißt, Westfalia hat sich gedacht, was machen wir jetzt, wenn wir irgendwas zum Hängen haben? Irgendwo müssen wir zum Hängen hin. Also schauen wir hier rein und machen einfach den Kleiderschrank in den Küchenblock. Einerseits hat es natürlich das Problem, dass wir dem Küchenblock viel Stauraum klauen. Also während wir drüben die richtig breiten Schubladen haben, sind das hier schmale Schubladen. Und ehrlicherweise ist es auch so, dass die wenigsten Leute hier ihre Sachen hängen, sondern wir ganz häufig einfach Zwischenböden damit reinmachen, dass man den Schrank wirklich der Küche mit zuschlägt. Weil hier, das sehen wir gleich, wenn wir uns das Bett anschauen, nochmal eine zusätzliche Kleiderstange ist. Und wenn ihr dann wirklich auf eine Hochzeit, Taufe, Todesfall, keine Ahnung, irgendwo hinfahrt, wo man doch mal einen Anzug oder ein Kleid braucht, dann kann man das entweder in der Nasszelle aufhängen oder da hinten. Und ansonsten sind wir ja beim Camping. Das soll gemütlich sein, das soll schön sein und man darf sich auch mal gut kleiden. Aber wir brauchen ja nicht jeden Tag die volle Abendgarderobe. Reicht mir das als Küche? Ich finde, man muss das ja immer so ein bisschen einordnen. Ich muss ganz klar sagen, mehr Küche in einem Kastenwagen brauche ich nicht. In unserem Columbus haben wir, obwohl es ein 6 Meter Auto ist, deutlich weniger Raum. Ich finde die offene Ablage hier mega, weil man einfach da, glaube ich, ganz viel im Alltag schön reinstauen kann. Und vor allem muss ich ganz klar sagen, ich bin Fan der freien Sichtachse, weil auch im 5,40 Meter Wagen, den wir hier haben, ihr von ganz vorne bis ganz hinten gucken könnt. Das macht es immer großzügig. Das ist vielleicht nichts für krasse Schnarcher oder Leute, die ein bisschen mehr Raum brauchen, weil ihr auch zwischen Wohnen und Schlafen überhaupt keine räumliche Trennung habt. Das heißt, ihr müsst einigermaßen synchron in euren Tagesabläufen sein. Oder derjenige, der früher ins Bett geht, darf es nicht stören, wenn vorne noch ein bisschen Licht ist. Wenn das aber in Ordnung ist, dann passt das auf jeden Fall. Ja, ist die Nasszelle in Ordnung? Das sollten wir uns jetzt als nächstes mal anschauen. Und deswegen gehe ich jetzt mal als erstes hier in unserem Amundsen 540 in die Nasszelle. Und dann gucken wir mal, wie ich da sitze. Als erstes machen wir Licht an. Eine Westfalia Eigenart ist, dass der Lichtschalter für die Nasszelle ganz häufig nicht in der Nasszelle ist. Gewöhnt man sich dran. Nach den ersten Malen hat man es irgendwann raus. So, ich gehe mal rein und setze mich hin, dass ihr einen ganz guten Eindruck bekommt. Wir haben hier eine normale TEDVC 260 Toilette drin. Das heißt, das ist eine ganz normale Kassettentoilette.
Die kann ich drehen, dadurch kann ich mich so hinsetzen, dass es für mich gut passt. Das Waschbecken hier, könnt ihr mal gucken, ich bin ja einfach sehr groß, habe auch kräftige Beine. Hier ist immer Raum, dass ich meine Beine quasi unter das Waschbecken ziehen kann. Ich mache mal einmal probeweise die Tür zu, damit ich euch sagen kann, ob das passt für mich. Also hier habe ich absolut ausreichend Platz. Guck mal, ich weiß nicht, ob du das so sehen kannst, wenn die Tür zu ist. Hier geht ja die Linie weiter. Ich sitze komfortabel. Ansonsten haben wir viele offene Ablagen. Kein Staufach hier mit drin. Das ist was dem 540er so ein bisschen zum Opfer fällt. Kein Fenster an der Seite, macht Westfalia selten. Dafür aber eine schöne Dachhaube oben mit dabei. Und was ich auch immer total cool finde, ist hier unser Wäscheständer an der Seite, der beim Amundsen 540 auch serienmäßig mit dabei ist. Ja, prägt euch ein, wie ich sitze. Aus genau dieser Position springen wir beim nächsten Schnips, sitzen wir im Amundsen 600D. Und so sitze ich im Amundsen 600D. Prinzipiell passten beide Nasszellen für mich, aber ich muss schon sagen, gefühlt ist hier ein bisschen mehr Raum. Es ist ähnlich komfortabel, ich kann meinen Ellbogen hier auf dem Waschbecken ablegen, aber es ist alles ein bisschen großzügiger. Ich habe eben mal gemessen, in dem Amundsen 540 haben wir 82 in der Breite der Nasszelle. Hier, hätte ich mein Lasermesser mitnehmen sollen. Witzig, sind es auch nur 83, kommt mir gefühlt größer vor. Und dann waren es auf Waschbeckenhöhe bis zur Außenwand 72, da kommt die Größe her. Hier haben wir 80 cm, das heißt in der Dimension ungefähr 8 cm mehr. Und das sieht man ja auch schon, wenn ich hier mal die Tür ranmache. Könnt ihr das noch so sehen? Da brauche ich gar nicht ganz zumachen, da ist noch wahnsinnig viel Raum zwischen Tür und Knie, dass wir das haben. Technisch gesehen, wenn ich hier schon so komfortabel auf dem Thron sitze, ist es so, dass ihr zwischen den Amundsen-Modellen gar keine Unterschiede habt. Die sind alle immer autark ausgelegt, das heißt, der Amundsen hat immer serienmäßig eine Dieselheizung mit dabei, im Winterpaket sogar die Dieselheizung mit Elektrounterstützung. Ihr habt immer einen Kompressor, Kühlschrank, also der Gasverbrauch ist nur zum Kochen da. Es ist insgesamt einfach ein Fahrzeug, was auf maximale Unabhängigkeit und möglichst wenig auf Stellplätze angewiesen zu sein, konzipiert ist. Aber es geht ja jetzt um die Nasszelle. Auch hier der Lichtschalter ist außen, aber das haben wir jetzt schon vorher angemacht. Wenn ihr einmal an die Decke guckt, hier ist die Dachhaube in der Nasszelle, nicht die Nachhaube, etwas größer. Das ist eine klassische 40x40 Haube und wir haben hier weniger offene Ablagen, aber dafür den zusätzlichen Schrank hier oben mit den Spiegeln. Hat den Nachteil, dass wenn ich auf Toilette sitze, kann ich mich nicht gleichzeitig sehen und die Haare schön machen. Mag aber in einigen Situationen auch ein Vorteil sein. Ansonsten glaube ich, Duschen geht in beiden. Duschen ist im Kastenwagen immer ein Kompromiss, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist möglich, wenn man sauber werden will, aber es hat nie was mit Wellness-Dusche zu tun. Und wenn ihr einen Campingplatz oder einen Stellplatz habt, der eine schöne Dusche anbietet, dann nimmt man die mit. Aber man kann sich in den Autos toll duschen. Auch ich mit meinem Format passe hier rein. Das ist übrigens ein Einlegeboden aus dem Columbus, deswegen habe ich hier wirklich die Erfahrungswerte von dem Auto. In genau dieser Nasszelle, das ist das gleiche Format wie in unserem Columbus, kann ich wunderbar duschen. Westfalia macht nämlich einen ganz geschickten Schachzug. Die haben natürlich auch einen Duschvorhang, damit kein Wasser zum Flur rausläuft. Was sie aber anders machen, ist, dass der Duschvorhang nicht umlaufend ist, sondern er wird nur quasi hier über 2 Seiten oder 1,5 Seiten eingeknöpft. Dadurch habe ich diesen Kamineffekt nicht, dass der sich so an allen Ecken bei mir anschmiegt. Und damit kann man eben auch vernünftig duschen. Nachteil dieses Konzepts ist, dass natürlich auch die anderen Sachen nass werden und man hinterher ein bisschen mehr trocken machen muss. Aber bei uns ist es so, die Dusche wird benutzt als Kompromiss, wenn es nicht anders geht, auf Familienfesten oder sonstigen, wo man einfach mal frei steht. Und dadurch, dass wir viel mit Kindern unterwegs sind, stehen wir viel auf Campingplätzen. Und wenn es eine schöne Duschmöglichkeit da gibt, nimmt man die natürlich wahr. So, das Spannendste, was wir bei den Fahrzeugen haben, ist am Ende, wie groß ist der Heckstauraum, wo kriege ich da vielleicht noch ein bisschen mehr her und wie groß sind vor allem die Betten oben drauf sind. Und die Betten, die oben drauf sind. Und das schauen wir uns jetzt im letzten Step nochmal an, damit wir eine gute Idee haben, wo die Unterschiede zwischen 5,40 Meter und 6 Meter wirklich sind. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kriege Eisfinger, deswegen muss ich die Finger zwischendurch mal in die Tasche stecken. Es ist ein kalter Januartag. Aber das Auto ist ja auch dafür da, um in die Sonne zu flüchten und nicht hier im Norden in der Kälte zu stehen.
Ja, von der Breite, also von der Länge der Betten, ist es bei beiden Fahrzeugen das gleiche. Da gibt es keinen Unterschied zwischen 5,40 Meter und 6 Meter. Wir haben hier 1,95 Meter. Das ist bei Westfalia gefühlt immer ein sehr großes Bett, weil Westfalia grundsätzlich an Kopf- und Fußende der Betten auf Fenster verzichtet. Das heißt, wir haben hier nur Fenster in den Hecktüren, natürlich die Dachhaube da drüber noch, also schon ausreichend Belüftung und dadurch, dass es hier nach vorne offen ist, ja sowieso. Aber an den Seiten gibt es grundsätzlich keine Fenster. Von der Matratzenbreite, ich messe mal hier von der Nasszellenwand bis da an die Tür ran, dass wir das haben. Hier haben wir 1,49 Meter. Aber ich glaube, wir machen das andersrum. Ich komme mal zu euch, dass wir wirklich von der Matratzenbreite bis hier messen. Dann haben wir die ganz konkrete Größe, die das Fahrzeug im Bett für euch hat. Und dann können wir nämlich auch gleich nochmal einen Blick in den Stauraum werfen, wenn der hier ist. So, dann kann ich nämlich hier aufmachen, weil 1,49 erscheint mir ein bisschen groß. Wenn ich hier von der Matratzengrenze, ja, 1,41. Das ist schon ein realistischeres Maß. Damit kann ich mich anfreunden. 1,41 Meter, durchaus komfortables Bett. Ich bin gespannt, was das gleich drüben ausmacht, wenn wir eine Etage uns absenken. Es ist hier, wir sind immer noch im Amundsen 600D. Einer der Unterschiede zwischen beiden Fahrzeugen hier ist, dass Westfalia zwar konsequent auf Dieselheizung setzt und wenig Gas braucht, aber in dem großen Auto trotzdem einen großen Gaskasten hat, wo eine 5 oder 11 Kilo Gasflasche reinpasst. Dadurch nimmt das hier aber auch etwas mehr Raum weg. Das heißt, wir sehen gleich drüben, dass der Stauraum ein bisschen anders aufgeteilt ist. Quer habt ihr hier 1,86 Meter, hier 68 cm und hier vorne 1,31 Meter. Mal gucken, was das gleich drüben macht. Grundsätzlich schlaft ihr im Amundsen 600D auf einem klassischen Lattenrost mit einer schön hochwertigen Matratze. Und damit wir beide Türen aufmachen können, mache ich hier mal schnell ran. Und im Amundsen 540D mit dem gleichen Bettenunterbau und der gleichen Matratze. Aber wenn wir hier in den Stauraum reinschauen, das Bett schauen wir uns gleich oben separat nochmal an, seht ihr schon, dass es ganz anders aufgeteilt ist. Der Gaskasten ist im Amundsen 540 nur für 2,8 Kilo Gas vorgesehen. Das reicht hier zum Kochen dicke aus, aber dadurch habe ich natürlich sehr viel mehr Stauraum und habe hier, da kann ich es messen, 1,28 und das fast über die ganze Breite. Im hinteren Bereich dürfte das die gleiche Breite sein, 1,86 und da vorne aber 1,40. Das heißt, wir halten fürs Protokoll fest, obwohl wir das deutlich kleinere Auto haben, mit wahrscheinlich auch einem kleineren Bett, das werden wir gleich von innen nochmal genau messen, haben wir hier einen deutlich größeren Stauraum. Es liegt aber eben daran, dass der Gaskasten kleiner ist und das Konzept einfach anders ist. Ansonsten sind die Dinge hier relativ ähnlich. Da in der Ecke versteckt sich der Frischwassertank. Und die spannende Frage ist ja, wie groß ist das Bett hier oben und reicht das für uns? Und das ist jetzt der letzte Blick, den wir uns beim Amundsen 540 auch nochmal anschauen. Das ist das Bett vom Amundsen 540. Auf diesem riesengroßen Stauraum für ein 5,40 Meter Fahrzeug auch ein großes Bett. Grundsätzlich wirkt es gar nicht so viel kleiner. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist da vorne diese kleine Schräge, die ihr seht, weil das Bett hier am Kopfende deutlich breiter ist als hier am Fußende. Dem Lasermesser ist es zu kalt, die Batterie hat gerade einen Geist aufgegeben, deswegen müssen wir hier auf herkömmliche Messtechnik zurückgreifen. Hier haben wir 1,31 Meter zur Matratze, drüben hatten wir eben 1,41 Meter. Das heißt, wir haben auf der Seite 10 cm und hier auf der Seite haben wir nur 1,15 Meter. Das heißt, im Prinzip haben wir damit auch erklärt, wo natürlich die unterschiedlichen 60 oder wo die 60 cm verschwinden. Wir haben auf der Fahrerseite eine deutlich größere Sitzgruppe, knappe 30 cm. Dann beim 6 Meter Auto diesen 10-12 cm breiten Schrank mit dabei. Und hinten eben das deutlich breitere Bett. Das sind in Summe 60 cm. Und auf der Beifahrerseite eben auch ungefähr 10 cm mehr Bett. Und den Rest schlagen wir dem Küchenblock zu, dass es da eben auch deutlich großzügiger zugeht. Ja, am Ende, wo müsst ihr darauf achten? Ich glaube,
wenn man zwischen diesen beiden Fahrzeugen schwankt und sich nicht sicher ist, dann kommt ihr einfach nicht drum herum, euch zwei möglichst ähnliche Fahrzeuge zu schnappen, euch da reinzusetzen und lasst euch von uns, von anderen Leuten, die euch vielleicht Autos verkaufen wollen, nicht bequatschen, was gerade zur Verfügung stehen würde oder sonstiges, sondern setzt euch wirklich rein, setzt euch auch gegenüber, schaut euch die Sitzgruppe an und simuliert mal so ein bisschen das Leben, damit ihr wisst, was für euch das richtige Auto ist. Unterm Strich müsst ihr natürlich immer eine Abwägung treffen. Wir sind hier in der Nähe von Hamburg, da sind viele Leute, die auch in der Stadt fahren. Natürlich sind 5,40 Meter mit einem kleineren Wendekreis, mit 60 cm weniger Länge viel cooler im Alltag zu fahren, wenn es vielleicht auch man Parkplätze in der Stadt suchen muss. Mit 5,40 Meter schummel ich mich schon eher mal auf dem Pkw-Parkplatz als mit 6 Meter. Da brauche ich halt schon eher Supermarkt oder eine eigene Parkmöglichkeit. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten Leute haben irgendwie die Möglichkeit, das Auto wegzustellen. Dann spielt der Parkplatz in der Regel keine allzu große Rolle. Hier bei uns auf dem Land sowieso nicht. Und in der Urlaubssituation ist es meist auch so, dass ihr irgendwo einen Stellplatz habt oder vielleicht ein bisschen außen vor der Stadt steht und mit dem Fahrrad reinfahrt. Das, was ich eingangs gesagt habe, ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kriterium. Ihr müsst wirklich gucken, macht es so kurz wie irgend möglich, aber macht es nicht zu kurz, dass ihr euch den Spaß am Auto nicht verderbt. Das ist das Wichtigste, was ich euch mit auf den Weg geben kann, weil einfach die Leute, die krampfhaft an einer Länge festhalten, obwohl sie wissen, dass sie sich eigentlich in dem längeren wohlfühlen, im Laufe der ersten 1, 2, 3 Jahre das Auto nochmal durchtauschen und sagen, huch, so viel Vorteil haben wir vom kürzeren gar nicht, aber dafür liegen wir nicht so gut im Bett. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Zum einen von diesem wunderschönen Amundsen 540, der immer wieder ein tolles Auto ist und das muss man ganz klar an dieser Stelle nochmal festhalten, im Bereich der 540er mit Abstand den größten Stauraum hat, eine großartige Sitzgruppe hat, einen ganz tollen Stauraum von außen, den wir euch noch zeigen müssen. Da müssen wir dann doch nochmal einen ganz kleinen Schwenker hinmachen. So, hart mitten ins Fazit des ganzen Videos rein. Wir haben es total vergessen, weil es so selbstverständlich für uns ist, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. In den 5,40 Meter Westfalias, das gilt für den Columbus genauso, habt ihr nochmal eine richtig große Außenklappe. Das ist eigentlich die Toilettenklappe, aber wir haben daneben nochmal einen schönen Stauraum. Das hier ist der Deckel von der Sitzbank oben, das heißt, das ist sogar von oben zu beladen. Das ist ein richtig cooles Fach. Und insgesamt einfach ein großartiges Auto, was das ist, weil er so konsequent auf die Gasheizung verzichtet und damit einfach dieses autarke Thema so viel mehr Stauraum gibt. Und der Amundsen 600D, der da hinter uns steht, eben auch ein großartiges Auto, deutlich großzügiger in der Sitzgruppe. Das ist für mich das Resümee, dass einfach, wenn ich ein komfortables Bett will, ich bei 6 Meter einfach besser aufgehoben bin. Hier könnte ich mal einen Urlaub drin machen. Für mich wäre es, dafür bin ich einfach zu breit, dauerhaft wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber für mich ist vor allem der große Vorteil beim 6 Meter Auto, dass ich in der Sitzgruppe auch mit 3 oder 4 Leuten mir gut gegenüber sitzen kann. Ich glaube, mit dem Bett, mit der Nasszelle, mit dem Küchenblock könnte ich mich arrangieren. Aber die Sitzgruppe wäre für mich ganz klar 6 Meter Auto. Da ist Markus noch zu kräftig. Ich hoffe, es hilft euch bei der Auswahl eures Wunschfahrzeugs. Ihr könnt diesen Vergleich im Prinzip bei Pössl, bei Lastrada genauso vollziehen. Die Unterschiede sind bei allen Herstellern ähnlich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos. Wir freuen uns darauf, euch auch im nächsten Video begrüßen zu können. Bis bald, alles Gute aus Stowe.